Hi, herzlich willkommen bei der Firma Kaplan Steckel. In den letzten Jahren hat sich viel bei uns getan. Heute geben wir euch mal ein Update über unsere Futterbootproduktion. Mein Name ist Alexander Radmacher, ich bin hier der Inhaber der Firma. Da ist mein Bruder Daniel, der Service Manager. Hi zusammen. Ja, viele kennen mich ja sicherlich schon von den Messen oder auch oft vom Telefon, der Erstkontakt zur Firma Carp Lounge, auch per E-Mail. Oft erreichen uns die Anfragen, ob man sich unsere Produktionsstätte mal anschauen kann. Viele haben natürlich das Problem der räumlichen Distanz, dass es einfach zu weit ist, mal vorbeizuschauen. Aus dem Grund haben wir uns gedacht, zeigen wir euch einfach mal, wie wir hier Futterboote bauen. Genau, und los geht's eigentlich mit der Silvia. Das ist so der Erstkontakt, die schreibt die Aufträge und dann geht's auch schon los in die Produktion. Carp Lounge Steckel, Simona Bauer, schönen guten Tag. Ja, die Futterschnecken, die benutzt man durch ein Plug-and-Play-System und dann kann man, wenn man möchte, ein oder zwei anschließen, gerade wie man es braucht. Wenn man nur eine Futterstraße legen möchte, machst du dir eine Futterschnecke rein und dann kannst du die andere Seite ganz normal mit deinem Hopper benutzen, wie du es brauchst. So, das ist Simona, das ist die freundliche Telefonstimme, die jetzt meist zuerst am Telefon habt, wenn ihr bei uns anruft. Und hier in dem Raum beginnt jetzt auch schon die Produktion, das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Wir fangen an hier mit den Oberrümpfen. So kommen die bei uns an, sind halt schon fertig beschichtet, ist aber noch gar nichts drin. Und dann hier die Jungs in der Produktion, die legen dann los. Als erstes mit der LED-Bestückung, als nächstes kommen die Kabel da alle rein. Die ganzen Kabel, die kommen bei uns an, die sind schon fertig vorkonfektioniert. Das heißt, die Vorarbeit ist damit schon erledigt und die Jungs können die dann viel schneller anschließen. Und dann, wenn die LEDs eingebaut sind, geht es hier weiter. Im nächsten Schritt kommt die Steuereinheit mit da rein und die Fernbedienung. Dann wird alles zusammen konfektioniert und schon mal vorgetestet, ob alle Grundfunktionen soweit stehen. Und dann kommt der Rumpf hier rüber in dieses Regal und von da aus geht es dann weiter zum nächsten Schritt. Das heißt, parallel dazu werden hinten die Unterrümpfe gebaut und nachdem die eine Nacht im Becken getestet wurden, kommen die auch rüber und dann geht es ab ins nächste Regal. Und da werden die dann vorbereitet für die Hochzeit. Das bedeutet, Oberrumpf und Unterrumpf kommen zusammen und alle Funktionen werden nochmal durchgetestet. Und dann im nächsten Schritt kommt der Tim und der verheiratet Ober- und Unterrumpf und versiegelt das Ganze, verklebt das quasi. Wenn der Dichtigkeitstest im Wasserbecken abgeschlossen ist, ist der Rumpf fertig für die Weiterverarbeitung und der geht dann weiter in die nächste Abteilung. Neben den Carbon-Design-Booten, die mittlerweile schon weltweit bekannt sind, bieten wir auch immer mehr Individualaufbauten an. Das bedeutet, wir bieten individuelle Airbrush-Lackierungen an, zum Beispiel das Camouflage-Design, was sehr oft bestellt wird, aber mittlerweile auch ein Flip-Flop-Design. Das ist ein Airbrush, der je nach Blickwinkel die Farbe ändert. So hat jeder die Möglichkeit, sein Boot individuell nach seinen Wünschen fertigen zu lassen bei uns. Nachdem der Tim jetzt die Boote verheiratet, verschlossen und versiegelt hat, geht es jetzt weiter mit unserem Produktionsleiter, dem Daniel Gölden, vielen auch bekannt als Bolle. Und der kümmert sich anhand seiner Produktionsliste um den weiteren Ablauf. Das heißt, Boote, die jetzt mit einer Futterspirale ausgestattet werden, die gehen jetzt weiter in die Futterspiralenabteilung. Boote, die ein Echolot bekommen, gehen direkt weiter in die Echolot-Abteilung. Und die komplette Organisation übernimmt, wie gesagt, der Daniel Gölden. Der Daniel ist schon seit über 10 Jahren bei uns und durch seine Hände gingen hier mittlerweile auch schon über 9000 Boote. Neben der Produktionsleitung ist der Bolle bei uns auch zuständig für den Einbau aller Autopilotsysteme. Wir bauen jeden Monat zwischen 250 und 300 Boote. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte davon Autopilotboote. Und in der Zwischenzeit hat der Bolle schon weit über 700 Autopilotsysteme verbaut, hier getestet und dann weiter organisiert. Das ist der Thomas. Der Thomas ist bei uns für die Hardwareentwicklung zuständig. Thomas hat in den letzten Jahren unser Futterboot quasi auf links gedreht. Wir haben sämtliche Bauteile nach und nach optimiert. Unter anderem hat der Thomas auch die Schneckensteuereinheiten entwickelt für die Bait Spirals. Mittlerweile werden 90% aller Boote, die bestellt werden über unsere Webseite, werden mit den Futterschnecken bestellt. Und wenn der Thomas aktuell keine Produktentwicklung vorhat, dann verbaut der Thomas die Schneckensysteme in den Produktionsbooten.
Hier sind wir jetzt in der Echolot-Abteilung. Alle Boote, die zuvor fertiggestellt werden und die mit Echolot bestellt wurden, kommen hier rüber. Das ist der Daniel, der baut bei uns schon seit über 10 Jahren Funkecholote ein. In der Zwischenzeit hat er weit über 7000 Funkecholote verbaut und ist somit weltweit einer, der am meisten Echolote in der Hand hatte und weiß, worum es geht. Und neben den Echoloten baut der Daniel Autopilotsysteme ein in die Transmitterboxen und wenn er fertig ist, werden die Boote dann weitergegeben zum Test am See. Neben den Funkecholoten werden hier in der Abteilung auch die Launchboxen gebaut, das heißt die Spezialakkus werden in die fertig vorbereiteten Kisten eingebaut und das wird auch mit hier in dieser Abteilung gefertigt. Hier sind wir jetzt in der Kameraabteilung, hier werden, wie der Name schon sagt, unsere Kamerasysteme gebaut. Hier haben wir einmal den Robert. Neben den Kamerasystemen ist der Robert auch unser 3D-Entwickler. Das heißt, meine verrückten Ideen setzt er dann nachher in irgendwelche Formen um, die wir dann produzieren lassen. Neben dem Robert wird die Abteilung hier geleitet von meinem Dad, dem Thomas. Den kennen sicherlich viele schon von den Messen. Der Thomas, der baut bei uns hier die Kamerasysteme im Endstadium auf. Das heißt, der macht den finalen Test und das ganze Handling mit den Kunden. Und der sorgt dafür, dass alle Kameras pünktlich unser Haus verlassen. Neben den 250 bis 300 Neubooten, die wir jeden Monat produzieren, werden natürlich auch etliche Boote von unseren bereits ausgelieferten Booten nachgerüstet. Das heißt Echolote eingebaut, Autopiloten eingebaut. Hier sind wir jetzt in der Serviceabteilung. Hier werden Kundenboote aufgenommen, wenn die eingesendet wurden und je nach Wunsch werden die dann bearbeitet. Das heißt zum Beispiel Autopiloten-Nachrüstungen oder andere Echolot-Systeme, andere Fernbedienungssysteme, natürlich auch Reparaturen, Instandsetzungen jeder Art und das wird hier in diesem Raum gemacht. Das Thema Service ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Teilweise kam es dabei leider auch zu immer längeren Lieferzeiten oder Bearbeitungszeiten und da haben wir uns jetzt auch dem Thema angenommen. Das heißt, wir haben die Serviceabteilung deutlich ausgebaut. Wir haben jetzt mittlerweile 5 Vollzeit-Mitarbeiter, die sich hier um die Nachbearbeitung und Upgrades der Boote kümmern. Das heißt, wir bauen mittlerweile jeden Monat zwischen 50 und 80 Autopilotsysteme nach. Zudem werden hier Schnecken nachgerüstet. In der Serviceabteilung kümmert sich der Max und zusammen mit dem Matzi um die Verwaltung der ganzen Boote. Die anderen beiden Jungs kümmern sich um die einzelne Bearbeitung, die denen aufgetragen wird. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, gehen auch diese Boote zum Test am See. Für den Funktionstest am See nehmen wir uns bei Carp Launch besonders viel Zeit. Die meisten Grundfunktionen können wir natürlich schon in den einzelnen Abteilungen prüfen. Ein abschließender Praxistest am See gibt uns aber erst die Gewissheit, dass alle Features einwandfrei funktionieren. Hier sind wir jetzt in der Versandabteilung. Die Versandabteilung ist Nobbys Bereich. Nobby kümmert sich jeden Monat zwischen 500 und 600 Boote. Und wenn die Boote erfolgreich am See getestet worden sind, dann kommen die hier hin. Der Nobby macht hier die Aufbereitung und verpackt die Boote dann, die wir dann weltweit an unsere Kunden versenden. Ist das gut so? Perfekt. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt hier in unserem ehemaligen Besprechungsraum. Den haben wir vor kurzem komplett umgebaut in unsere neue Entwicklungsabteilung. Das hier ist der Fabian. Der Fabian hat die letzten 3 Jahre für uns extern den Autopilot entwickelt. Dadurch, dass es aber immer mehr wurde, mittlerweile sind über 50% der Boote, die wir bauen, sind Autopilotsysteme, haben wir uns den Fabian festangestellt gegönnt und jetzt geht das mit neuen App-Updates und neuen Funktionen deutlich schneller voran. Mittlerweile sind ja bauen wir ja die Boote nicht nur für Angler, mittlerweile bauen wir ja über 20% der Boote auch für Industriekunden, für Baggerunternehmen und so weiter. Und all die Wünsche, Anforderungen und Funktionen baut der Fabian ein. Der Fabian entwickelt hier bei sich im Entwicklungsbüro, testet aber anschließend das Ganze nochmal ausführlich am See und stellt anschließend die ganzen neuen Funktionen in der App im App Store zur Verfügung. Hier siehst du jetzt, dass die Taktquelle von dem Datenbus wirklich wieder ein schönes, sauberes, periodisches Signal erzeugt und wir damit sicher gehen können, dass wirklich die ganze Kommunikation im Boot auch stabil funktioniert und läuft. So können wir unsere Ideen und Zukunftsvisionen in die Tat umsetzen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei unseren Kunden und Geschäftspartnern für das regelmäßige Feedback und das Vertrauen in unsere Firma zu bedanken. Ich hoffe, euch hat die kleine Rundführung durch unsere Firma gefallen und wir wünschen euch eine tolle Saison.